Ja, Keynote Traceability ist wichtig, wenn du nachweisen willst, dass das Stückchen Software oder das System, Hardware und Software zusammen, das du gebaut hast, sicher ist in der Anwendung. Das ist wichtig für zum Beispiel Bremsen im Auto oder Steuergeräte im Flugzeug oder irgendwelche Sensoren in medizinischen Geräten. Und das Produkt, ja, Keynote Traceability, hilft dir nachzuweisen, dass du A, in der Entwicklung so strukturiert vorgegangen bist, dass die Sicherheit möglichst gewährleistet wird und dass du super gut getestet hast. Die Systeme werden immer komplexer. Man braucht interdisziplinäre Teams, die diese Systeme entwickeln, wirklich Mechaniker, Softwareleute, Ingenieure, Designer. Und es entsteht eine riesige Menge von Artefakten in unterschiedlichen Werkzeugen. Und diese riesige Datenmenge, die muss man aggregieren, verdichten und auswerten. Und das macht ja Keynote Traceability. Also die Basis für diese Auswertung und Nachweisbarkeit ist ja die Zusammenfassung der Daten. Und was entsteht, ist wirklich ein Schatz an Daten. Man kann noch viel mehr Auswertungen damit machen. Und da kann ja Keynote Traceability helfen. Das geht dann weit über den ursprünglichen Anwendungszweck Traceability hinaus. Wirklich Daten verdichten, aggregieren, Beziehungen zwischen Daten ausrechnen und auswerten. Was man damit zum Beispiel machen kann, ist automatisiert messen, wie weit sind wir im Projekt. Da geht es gar nicht mehr um Nachweis von Sicherheit, sondern wir haben schon so und so viel geschafft. Und der Projektleiter sieht, ich bin on track. Also die Kunden, die ja Keynote Traceability einsetzen, die haben natürlich auch schon Traceability vorher gemacht. Meinetwegen von Hand in Excel. Die haben Daten durch die Gegend kopiert und sich mit wilden Makros dann Metriken ausgerechnet. Und mit Keynote Traceability wird beides automatisiert. A, das Aggregieren der Daten, B, das Auswerten. Wir sind sehr viel schneller, die Kunden sparen sehr viel Zeit mit Keynote Traceability und wir decken wirklich Rechenfehler in den alten Metriken auf. Das passiert eigentlich bei jeder Einführung. Was ich glaube, wohin die Zukunft geht, wir können Daten aggregieren und Beziehungen ausrechnen oder der Ingenieur kann Beziehungen knüpfen mit dem Tool. Mit KI kann man vielleicht noch viel mehr Beziehungen entdecken. Wir sehen aber bei verschiedenen Kunden, dass dieser Datentopf immer wichtiger wird für die Unternehmen und die Auswertung auf diesem Datentopf immer wichtiger, weit über Traceability hinaus. Interdisziplinarität, Zusammenarbeit über Toolgrenzen hinweg. Da geht die Zukunft hin und da stellen wir uns auch gerade ganz stark auf mit unserem Forschungsprojekt WISTRAC, mit Kooperationen mit der TU Ilmenau, um auch diese Ansätze zu unterstützen.